Die Sozialistische Gleichheitspartei macht die Berlin-Wahl zu einem Referendum gegen die verhasste Kriegspolitik und die soziale Verwüstung, die auf Landes- und Bundesebene von allen Parteien vorangetrieben wird. SPD, Grüne und Linkspartei haben keine demokratische Legitimation für ihre rechte und militaristische Politik. Nie zuvor war die Gefahr eines Dritten Weltkriegs so groß wie heute. Und wir meinen das sehr ernst. Das ist nicht einfach Agitation. Das ist Realität. Das ist eine Einschätzung der gegenwärtigen Situation. Überlegt, was bedeutet die Entscheidung der Bundesregierung vor 2 Tagen, jetzt auch Marderpanzer, Schützenpanzer, gemeinsam mit Frankreich und den USA in die Ukraine zu liefern. Das wird gemacht unter dem Propagandatitel Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine. In Wahrheit ist es der militärische Aufmarsch der NATO in einem kommenden Krieg gegen Russland. Aber hat irgendjemand mal überlegt, welche Konsequenzen eine solche Offensive der NATO gegen Russland hat? Hat jemand mal überlegt, wie viele Minuten es dauern wird, bis Atombomben hier in Berlin einschlagen? Und welche Konsequenzen das hat? Habt ihr die Bilder noch im Kopf, wie es am Ende des Zweiten Weltkriegs hier ausgesehen hat? Der Zweite Weltkrieg hat geendet mit Atomwaffen. Der Dritte Weltkrieg beginnt mit dem Einsatz von Atomwaffen. Und trotzdem wird diese Kriegspolitik, wird die Eskalation dieses Krieges von allen Parteien vorangetrieben. Der Spitzenkandidat der Linkspartei, Klaus Lederer, hat sich hinter die Waffenlieferungen an die Ukraine gestellt und hat Kritik daran als, so Zitat, linksreaktionäre Friedenspolitik verunglimpft. Und die aggressivsten Kriegstreiber sind die Grünen. Anton Hofreiter hat, als die Marderlieferungen beschlossen wurden, erklärt, dass man noch viel mehr Panzer liefern muss und andauernd Panzer liefern muss und schwere Panzer liefern muss. Und als Begründung hat er gesagt, nur so könne der Krieg beendet werden. Aber diese Argumentation ist die alte Argumentation des deutschen Imperialismus. Auch im Ersten Weltkrieg hat die herrschende Klasse immer wieder erklärt, man müsse jetzt mehr Waffen einsetzen, man muss mehr Soldaten ausheben, man muss Giftgas einsetzen und all die anderen Verbrechen begehen, damit es einen schnellen Siegfrieden geben könne. Und im Zweiten Weltkrieg hieß es dann, den Endsieg durchzusetzen. Und in beiden Fällen wurde der Krieg immer weiter eskaliert und immer neue Waffen produziert und schreckliche Verbrechen begangen im Namen des Friedens. Und in Wirklichkeit ging es damals um imperialistische Ziele. Es ging um Absatzmärkte, es ging um Rohstoffe, es ging um Weltmacht. Das ganze Gerede von Frieden und Freiheit, die angeblich verteidigt werden in der Ukraine, ist nichts als Heuchelei. Ich meine, die NATO-Mächte haben in den Kriegen in Syrien, Libyen, dem Irak, Afghanistan und so weiter ganze Gesellschaften zerstört und über 1 Million Menschen getötet, um ihre geopolitischen Interessen durchzusetzen. Und um die gleichen Fragen geht es jetzt auch in der Ukraine. Und dabei muss man klar sagen, ein Kampf gegen Krieg muss sich auch gegen das Putin-Regime richten. Der Überfall auf die Ukraine ist reaktionär und menschenverachtend. Die einzige Möglichkeit, einen Weltkrieg zu verhindern, eine Katastrophe zu verhindern, ist eine internationale Bewegung der Arbeiter gegen Krieg und gegen seine Wurzel, den Kapitalismus. Und deshalb ist es notwendig, politisch aktiv zu werden. Deshalb ist es wichtig, sich einzureihen in einen Kampf, der sich gegen die Kriegsparteien stellt. Krieg ist immer verbunden mit einer immensen Propagandamaschinerie. Die Lügen, die über den Ukraine-Krieg verbreitet werden, sind ungeheuerlich.
Man kann abends die Nachrichten und die Sendungen nicht mehr einschalten, ohne dass man überschüttet wird mit einer Kriegshetze und einer Kriegspropaganda, die ist beispiellos. Der wahre Grund des Ukraine-Kriegs ist die Vorbereitung eines Kriegs gegen Russland und die Vorbereitung eines Kriegs der USA gegen China. Aber das bedeutet Dritter Weltkrieg. Deshalb ist diese Gefahr eines Dritten Weltkriegs heute so groß wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und deshalb fordern wir euch auf, aktiv zu werden und an dem Kampf gegen Krieg und militärische Aufrüstung teilzunehmen. Entscheidet euch jetzt. Kommt hier zum Informationsstand, informiert euch über unseren Wahlaufruf, tragt euch ein als aktive Unterstützer und wählt am 12. Februar die Sozialistische Gleichheitspartei. Es ist die einzige Partei, die nicht nur protestiert, sondern die die Arbeiterklasse gegen Krieg und Militarismus mobilisiert.